So, ja, das Thema: Kann ein Evolutionsbiologe heute noch an Gott glauben? Man könnte auch fragen, kann ein Biologe überhaupt an Gott glauben? Ich erinnere mich daran, wie ich mal eine Vorlesung gehalten habe über extremophile Mikroorganismen. Das sind Bakterien, die unter ganz extremen Umweltbedingungen leben, so 120 Grad Celsius und Drücke in 10.000 Meter Wassertiefe, und wie die angepasst sind. Und dann kam im Anschluss an eine meiner Vorlesungen zu diesem Thema kam ein Student auf mich zu und sagte: Herr Scherer, ich muss Sie mal was fragen. Glauben Sie denn, dass es auf anderen Planeten auch Leben gibt? Und dann sage ich: Na, da habe ich keine Ahnung, das weiß ich wirklich nicht. Aber wenn Gott auf unserem Planeten Leben erschaffen hat, dann kann er es auf anderen Planeten ja auch tun. Und der Biologiestudent stand vor mir, der war fassungslos. Der konnte wirklich ein paar Sekunden überhaupt nichts mehr sagen. Und dann fing er an zu stottern und sagte: Aber Herr Scherer, Sie glauben an Gott, aber Sie sind doch Biologe. Und dann hat er mir erzählt, dass er auch mal an Gott geglaubt hat. Und dann hat er Biologie studiert und dann ist ihm sein Glaube abhanden gekommen. War dramatisch. Hätte ich heulen können. Und dabei ist es so naheliegend, als Biologe an Gott zu glauben. So naheliegend. Und das möchte ich Ihnen ein bisschen erklären heute. Wie ich als Biologe und als Evolutionsbiologe an Gott glauben kann. In Deutschland gibt es eine Gesellschaft für Humanismus und Atheismus, die Giordano Bruno Stiftung, und die hat so ein Plakat hier mal publiziert: Glaubst du noch oder denkst du schon? Also dieser klassische, ich sag's gleich vorab, dieser klassische konstruierte Widerspruch: Glaubst du noch oder denkst du schon? Als ob Glauben und Denken ein Widerspruch wäre. Einer meiner Kollegen hat das einmal so formuliert: Die Idee eines göttlichen Plans ist überflüssig, falsch und unwissenschaftlich. Thomas Juncker ist auch Biologe wie ich, aber ganz anders drauf, was seine Weltanschauung anbelangt. Und ebenfalls der Vorsitzende der Giordano Bruno Stiftung Wissenschaft gegen Religion sagte: Keine der bestehenden Religionen ist mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung noch in Einklang zu bringen. Nie zuvor trat die Unvereinbarkeit von religiösem Glauben und wissenschaftlichem Denken so deutlich zum Vorschein wie in unseren Tagen. Ich kann da einfach nur ein großes Fragezeichen hinmachen, wenn ich freundlich bin. Wenn ich freundlich bin, mache ich ein großes Fragezeichen dahin. Ich glaube, dass genau das Gegenteil richtig ist. Dass wissenschaftliche Daten, Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung richtig gut in Übereinstimmung stehen mit einem Glauben an einen Schöpfer. Nicht unbedingt mit dem Glauben an den Schöpfer, den wir aus der Bibel kennen in unserer Kultur, sondern mit allgemein einem Glauben an einen Schöpfer. Und ich möchte Ihnen das Thema mit 9 Thesen, mit 9 Behauptungen, kann man es auch formulieren, nahebringen heute. Und die erste These, die erste Behauptung lautet: Die Naturwissenschaft kann nur einen Teil der Welt erklären. Das ist natürlich schon mal der erste große Streitpunkt. Kann Naturwissenschaft alles erklären? Und jemand, der dem Glauben eines Materialismus oder Atheismus anhängt, der wird sagen: Ja, wir können alles erklären. Ich glaube nicht. Und dazu muss man wissen, wie wir denn überhaupt arbeiten als Naturwissenschaftler. Wie ist unsere Methode? Wie gewinnen wir Wissen? Nun, wir machen Hypothesen, haben eine Idee, wie was sein könnte. Das ist eine Möglichkeit, die ich jetzt schildere. Wir machen Experimente aufgrund dieser Hypothese, dann gewinnen wir Daten. Mit diesen Daten werden die Hypothesen
bestärkt oder widerlegt oder verfeinert und das führt zu neuen Experimenten und zu neuen Daten und so geht der Zirkel im Kreis, bis wir der Meinung sind, nun ja, jetzt haben wir eigentlich eine gute Idee, eine gute Theorie über die Wirklichkeit, eine empirische Theorie. Und empirische Theorien fragen, wie ist die gegenwärtige Struktur, Funktion und Veränderung, Evolution der Lebewesen? Das ist eine empirische Theorie, die auf Experimenten aufbaut. Und unsere Methode hat bestimmte Merkmale. Übrigens ist eine Methode, die alle Naturwissenschaftler anwenden, die ist weltanschauungsneutral. Ob du Atheist bist oder Christ oder Buddhist oder Muslim, ist völlig egal. Die Methode ist immer die gleiche. Und die hat bestimmte Merkmale. Erstens, wir untersuchen nur reproduzierbare Vorgänge. Nur Dinge, die man wiederholen kann, untersuchen wir. Alles, was man nicht reproduzieren kann im Labor, ist schwierig für uns als Naturwissenschaftler zu studieren. Und das Zweite ist, wir untersuchen die Dinge natürlich, die heute stattfinden. Dinge, die in der Vergangenheit stattfinden, die sind schwierig zu untersuchen. Da gibt es auch Wege, aber die sind nicht so einfach experimentell. Und das ist also unsere Methode, mit der untersuchen wir die Wirklichkeit. Und mit dieser Methode können wir grundsätzlich nur einen Teil der Wirklichkeit studieren. Wenn diese Ellipse die ganze Wirklichkeit ist, dann habe ich da mal ins Zentrum die naturwissenschaftliche Methode reingesetzt, reproduzierbare und gegenwärtige Vorgänge. Und es ist klar, wir kommen schon an Grenzen, wenn wir vergangene Ereignisse betrachten. Dann ist es teilweise schwierig, die wirklich empirisch zu untersuchen, teilweise unmöglich. Also die Vergangenheit ist schon mal nicht ganz einfach. Da gehört auch Evolution partiell dazu. Singuläre Ereignisse können wir auch nicht mit der naturwissenschaftlichen Methode erfassen. Also alles, was wir nicht ins Labor bringen können, was nur einmal geschieht, ist schwierig, da eine naturwissenschaftliche Studie dazu zu machen. Viele Dinge in unserem Leben geschehen singulär, nur einmal. Die kann man nicht reproduzieren. Also wie ich mich in meine Frau verliebt habe, als ich noch Student war, das lässt sich schwer reproduzieren. Also kriegen sie irgendwie nicht so gut ins Labor. Das ist, also es gibt in unserem Leben eine ganze Menge Dinge, die nicht reproduzierbar sind, nicht wiederholbar sind. Übrigens auch natürliche Vorgänge, da gibt es eine ganze Reihe, die lasse ich so nicht fassen. Bewusstsein und Geist können wir nicht naturwissenschaftlich untersuchen, weil kein Naturwissenschaftler kann Ihnen sagen, was Bewusstsein ist. Es wundert Sie vielleicht, aber es ist Tatsache. Wir wissen nicht, was Bewusstsein ist. Wir wissen auch nicht, was Geist ist. Berühmter Philosoph, auf den komme ich später nochmal zu sprechen, Thomas Nagel, der hat einen sehr bekannten Artikel geschrieben in einer philosophischen Zeitschrift mit dem Titel „Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein?“ Nochmal, wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein? Und die Quintessenz von dem Artikel war, das werden wir nie wissen, weil wir nicht das Bewusstsein einer Fledermaus irgendwie analytisch untersuchen können. Wir wissen nicht, was die denkt oder fühlt. Und das ist uns ja allen zugänglich. Ich weiß ja auch nicht, was Sie jetzt gerade denken oder was Sie jetzt gerade fühlen. Und oft weiß ich nicht, was meine Frau gerade denkt und fühlt. Und manchmal weiß ich ja nicht, was ich selber gerade. Also das Bewusstsein geht aus der naturwissenschaftlichen Sphäre raus. Ästhetik und Liebe, das ist auch so was man nicht fassen kann. Es ist kein naturwissenschaftlicher Begriff. Liebe ist kein naturwissenschaftlicher Begriff und Schönheit auch nicht. Und Ethik auch nicht. Kein Biologe kann Ihnen sagen, was gut und böse ist. Das ist keine Kategorie, die wir im Labor untersuchen können. Das ist eine völlig andere Kategorie und Glaube passt auch nicht in das naturwissenschaftliche Instrumentarium hinein. Also wir untersuchen einen Teil der Welt. Und manchmal denke ich, Leute von meinen Kollegen, könntet ihr vielleicht ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen demütiger sein. Ihr habt nicht die Welt erklärt. Ihr habt nur einen Teil der Welt erklärt. Zweite These, Naturwissenschaft kann die Existenz Gottes Grund ihrer Methode weder belegen noch widerlegen.
Das hängt mit einem dritten Kennzeichen der naturwissenschaftlichen Methode zusammen. Das ist bekannt unter dem Schlagwort methodischer Atheismus oder methodischer Naturalismus oder Non-Interventionalismus. Und das bedeutet, wir beschränken uns in der Naturwissenschaft auf die Suche nach natürlichen Ursachen. Es mag Dinge geben, die keine natürlichen Ursachen haben, aber wenn es die gibt, dann untersuchen wir sie nicht. Das ist eine freiwillige Selbstbeschränkung. Wir untersuchen nur Dinge, die natürliche, naturgesetzliche Ursachen haben. Und alles andere blenden wir aus. Über alles andere sagen wir nichts. Das bedeutet, wir werden auch über Gott nichts sagen. Ein Naturwissenschaftler kann über Gott nichts sagen, weil er mit seiner Methode Gott von vornherein ausgeklammert hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich werde nachher jetzt noch ein bisschen in die Naturwissenschaft einsteigen. Und da wird es vielleicht noch schwieriger, aber wenn Sie das mitnehmen, dass die Naturwissenschaft grundsätzlich aufgrund ihrer Methode keine Aussage über Gott machen kann, weder negativ noch positiv, dann gehört es sicher zu den wichtigen Messages, die ich heute Abend habe. Die Methode ist also unsere Begrenzung. Das ist in allen Wissenschaften so. Die Methoden sind unsere Begrenzung. Und ich bringe das noch einmal in ein Bild, dann wird es ein bisschen verständlicher. Das ist ein Bild vom Ammersee. Ich bin da mit meiner Frau ab und zu zum Fahrradfahren unterwegs. Und da gibt es so Fischerhäuser. Und einer dieser Fischer, der spannt hier da seine Netze auf und fischt im Ammersee. Und der Fischer sagt, also eins weiß ich ganz sicher, im Ammersee gibt es keine Fische, die kleiner sind als 5 Zentimeter. Die gibt es nicht. Ich habe noch nie einen gefangen. Und mein Vater war auch Fischer, der hat auch keinen gefangen. Und mein Großvater war auch Fischer, der hat auch keinen Fisch gefangen, der kleiner als 5 Zentimeter war. Die gibt es nicht im Ammersee. Jetzt müssten Sie eigentlich protestieren. Tun Sie nicht. Nein, das Problem ist, Sie haben es ja, glaube ich, gemerkt, das Problem ist die Maschenweite seines Netzes. Die ist 5 Zentimeter und er wird eben nichts fangen, was kleiner ist, weil er mit seinem Netz nichts anderes fangen kann. Und so können wir Naturwissenschaftler mit unserem Netz auch Gott nicht fangen. Nie. Eine grundsätzliche Beschränkung. Und wenn Sie einen Naturwissenschaftler sagen hören, es gäbe keinen Gott, weil die Naturwissenschaft sagt, es gäbe keinen Gott, dann wissen Sie, dass der eigentlich seine Methode nicht verstanden hat. Die Naturwissenschaft ist religionsneutral. Und wenn das Einzige ist, was Sie heute Abend mitnehmen, die Naturwissenschaft ist religionsneutral. Und das ist nichts, was bestritten wird in der Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsphilosophie. Das wissen wir alle, dass das so ist. These 3, wir wollen ja ein bisschen über Evolution reden heute Abend. These 3, wie ist es mit Evolution und Evolutionsbiologie? Ich habe vorher kurz gesagt, ich bin Evolutionsbiologe auch und seit ich emeritiert bin, mache ich nur noch Evolutionsbiologie, forsche ich nur noch auf dem Gebiet der Evolutionsbiologie. Wir haben mit meiner Arbeitsgruppe die Entstehung von Genen erforscht, wie neuartige Gene entstehen können. Das weiß man nämlich gar nicht und finde es brutal spannend. Also Evolution kann man unterteilen in 2 Bereiche, ganz einfach gesagt in Mikroevolution und in Makroevolution. Und Mikroevolution, also die Evolution im Kleinen, ist die Variation bestehender biologischer Informationen. Also Sie alle kennen Mutation und Selektion, haben Sie alle in der Schule gelernt. Die darwinschen Mechanismen, das sind typische mikroevolutive Mechanismen. Die verstehen wir zunehmend gut, die kann man im Laboratorium studieren. Kann man Experimente dazu machen und kann sehen, wie funktioniert dieses darwinsche Prinzip. Und damit kann man die adaptive Radiation von Darwinfinken erklären und vieles andere mehr. Und
diese Theorie der Mikroevolution ist ziemlich gut ausgearbeitet und wir können diese Prozesse auf dem Hintergrund natürlicher Ursache und Wirkungen verstehen und erklären. Das ist komplizierter, als man sich das so denkt. Ich gehe jetzt da nicht ins Detail, aber vielleicht gibt es welche unter Ihnen, die so mal eine Vorlesung gehört haben zur Evolutionsbiologie. Wir gehen aus von der Genetik, die Entstehung genetischer Varianten. Der Darwin kannte noch die Genetik nicht, aber er konnte die Varianten sehen. Und da gibt es eine Reihe von Faktoren, die verändern die Gene. Und dann werden diese Gene, die in einzelnen Individuen verändert werden, jeder von ihnen ist Träger von Hunderttausenden von Mutationen. Wenn wir jetzt ihr Genom durchsequenzieren würden und würden ihr Genom vergleichen mit dem ihrer Eltern und ihrer Großeltern, dann würden es wahnsinnig viele Veränderungen finden. Und es sind alles Veränderungen, die durch Mutationen entstanden sind. Also es ist Rohmaterial der Mikroevolution. Und dann gibt es verschiedene Prozesse, wie diese Mutationen sich in Populationen durchsetzen. Das erzähle ich jetzt nicht im Einzelnen. Und so können neue Arten und neue Gattungen entstehen. Und dazu weiß man zunehmend mehr. Im Gegensatz zur Mikroevolution steht ein Prozess, den wir als Makroevolution bezeichnen. Mit dem kleinen Bildchen hier habe ich das symbolisiert, Makroevolution. Einer meiner Kollegen sagte mal, das ist von der Amöbe zu Goethe. Das ist eigentlich das Interessante. Also von einer Ente zu einer Gans und zu einem Schwan und so weiter, das ist interessant auch. Aber das eigentlich Interessante ist ja von der Amöbe zu Goethe. Da ist die gemeinsame Abstammung der Lebewesen vorausgesetzt. Und da gibt es gute Gründe anzunehmen, dass Lebewesen eine gemeinsame Abstammung haben. Verschiedene Gründe aus verschiedenen Wissenschaftsgebieten. Das geht von der vergleichenden Biologie bis in die Paläontologie, diese Lehre von den Fossilien. Da gibt es gute Gründe, das anzunehmen. Das ist aber nur der eine Teil von Makroevolution. Die spannende Frage ist dann auch, wie ist denn das passiert? Wie kann denn das passieren, dass aus einer Amöbe eine Göttin Goethe wird? Welche Faktoren, welche Mechanismen sind denn dahinter? Entstehung neuartiger biologischer Informationen. Und darüber, ich würde es mal ganz provozierend sagen, wissen wir je länger, je weniger. Dass die Organismen einen gemeinsamen Stammbaum haben, das wird durch immer mehr Daten erhärtet. Auch da gibt es Probleme, aber die lasse ich jetzt mal weg. Aber wie das sein kann, dass neuartige Lebewesen, ganz neuartige Vögel und Reptilien und Fische und Primaten und Menschen dann, darüber wissen wir eigentlich fast nichts, würde ich mal sagen. Und ich möchte Ihnen das an Beispielen zeigen, über die ich mehr sagen kann als über den Menschen, weil ich bin Mikrobiologe und kein Anthropologe. Was Sie hier sehen im Bild, das ist eine ATPase, das sind also diese molekularen Turbinen, mit denen wir unsere Energie gewinnen. In jeder unserer Zellen sind Hunderttausende, in jeder Zelle sind Hunderttausende von solchen molekularen Turbinen drin, die funktionieren wirklich wie Turbinen und die erzeugen die Energie, die Stoffwechselenergie in Form von ATP, die wir benötigen. Also das ist ein Beispiel für eine biomolekulare Maschine. Und die Leute denken schon lange darüber nach, wie kann so eine Maschine durch einen Evolutionsprozess entstehen, und wir wissen es nicht. Und je genauer wir diese Maschinen untersuchen, desto rätselhafter wird die ganze Sache. Eine andere molekulare Maschine, die mir noch näher liegt, weil es im E. coli-Bakterium ist, und wir haben über E. coli viel geforscht, über Krankheitserreger, Pathogene, Escherichia coli, EHEC.
Und die können sich fortbewegen, die haben so eine molekulare Maschine, das ist wie ein Propeller, das ist wie ein Außenbordmotor. Und den sehen Sie hier im Modell dargestellt. Und hier oben, da haben wir so eine Risszeichnung, ganz vereinfachte Risszeichnung von diesem Motor. Da sieht man die Motorachse und das sind die Antriebselemente und hier unten sind Steuerelemente. Und dieses Flagellum, das dreht sich dann mit einer irren Geschwindigkeit bis zu 100.000 Umdrehungen pro Minute beim Natrium-Ionen-Motor. 40 Bestandteile, 30 bis 40 Bestandteile. Und wir fragen uns als Wissenschaftler, wie kann so ein Ding ins Dasein kommen? Das ist genial, das ist einfach nur genial. Wie kann diese Information ins Dasein kommen? Und wir wissen es nicht. Letztes Jahr war ich auf einem internationalen Kongress gewesen in Israel und habe einen Vortrag gehalten über diesen Bakterienmotor und über die Tatsache, dass wir keine Ahnung haben, wie sowas ins Dasein kommt, ohne Intelligenz, einfach nur durch Naturgesetze. Wir wissen es einfach nicht. Das war irgendwie spannend. Ich habe überhaupt keinen Widerspruch gekriegt. Wir wissen es wirklich nicht. Das ist einfach der Stand. Und das kann man weiterziehen in verschiedene Bereiche hinein, auch in komplexe Organe, zum Beispiel Augenentstehung. Das ist ein ganz berühmtes Beispiel auch in der Schule, wie Augen entstehen. Das ist ja so was Kompliziertes. Der Charles Darwin, der hat sich ja immer gefragt, wie kann ein Auge entstehen und hat es nicht gewusst. Und wir wissen es heute genauso wenig. Selbst wenn man solche Evolutionsketten hier anzeichnet von einer lichtsensitiven Zellschicht über ein Becherauge und über eine Kavität und so weiter. Also evolutionäre Zwischenstufen, die es heute alle gibt in verschiedenen Organismen. Dann kann man fragen, was muss man denn annehmen, dass von so einem einfachen Lichtwahrnehmungsapparat, einfach nur ein paar lichtsensitive Zellen, sowas wird wie dieses hier. Was muss man denn annehmen? Welche genetischen Änderungen muss man denn postulieren? Und Tatsache ist, dass wir noch nicht mal wissen, welche wir postulieren müssen. Selbst das wissen wir nicht. Es ist rätselhaft, wie solche Prozesse vor sich gehen. Und als letztes Beispiel will ich Ihnen da noch was erzählen über das Leben überhaupt. Wie kam denn das Leben überhaupt ins Dasein? Wie kam denn die erste Zelle ins Dasein? Der sogenannte LUCA, der Last Universal Common Ancestor, also die Zelle, auf die man denkt, dass alles Leben zurückgeht. Wie kann aus Nichtleben Leben entstehen? Also das ist eine der ganz großen Fragen, die derzeit bewegt wird. Und bestimmt haben Sie alle von Ursuppenexperimenten gehört, von Millerschen Experimenten. Es kommt ja in der Schule vor, wie man da in einer abiotischen Umgebung aus Ammoniak und aus CO und aus Methan und so weiter, wie man da Energie reingibt und dann entstehen da organische Moleküle. Das waren die allerersten, Urey war noch früher vor Miller Experimente und normalerweise hören Sie in der Schule, also im Prinzip ist das ja geklärt, wie das Leben entsteht. Wenn ich das höre, dann denke ich immer, wie kann man nur sowas erzählen? Wir haben keine Ahnung, wie das Leben entsteht oder entstanden sein kann. Und ich möchte Ihnen nur ein Beispiel dafür geben. Das geht auch ganz schnell. Also ich werde jetzt keine Lebensursprungschemie mit Ihnen treiben, wie da DNA-Bausteine und wie Aminosäuren ins Dasein kommen, sondern so ein grundsätzlicher Überblick. Also da haben wir irgendwo eine Ursuppe gehabt und so, die hat es wahrscheinlich gegeben auf der frühen Erde vor vielleicht 3,5 oder 3,8 Milliarden Jahren oder vielleicht auch noch ein bisschen früher. Da gab es also so eine Ursuppe, vielleicht eine reduzierende Atmosphäre. Und dann muss man postulieren, dass daraus Aminosäuren und Nukleobasen entsteht, die bestimmten Zucker entstehen, die in der DNA sind und Fettsäuren und Lipide. Und dann müssen sich aus denen Nukleobasen, Ribosen, Nukleotide bilden, aus denen RNA und DNA. Und das sind die Proteine. Also wir müssen die Monomere erzeugen, wir müssen die Polymere erzeugen. Und das reicht aber noch nicht, das ist nur der Level der Strukturen. Viel schwieriger ist es der Level der Information. Aber selbst bei den Strukturen, wo es nur um die Entstehung von Molekülen geht, sehen Sie, wo ich die Fragezeichen reingemacht habe, dass wir es nicht wissen, wie es gehen könnte. Und das ist auch die einfachere Seite der Geschichte, die problematischere Seite, das ist der Informationsgehalt dieser Moleküle. Leben ist Information.
Woher kommt die Information? Woher kommen die molekularen Maschinen? Wir gehen das nicht im Einzelnen durch. Funktionale Proteine und der genetische Code und die DNA bzw. RNA-Moleküle, die man annimmt als die ersten Gene und so weiter. Und dann wäre da irgendwann mal so eine minimale ursprüngliche Zelle entstanden. So ist die Idee, dass es gegangen sein könnte. Und wenn wir uns fragen, was wissen wir? Ich würde es mal ganz brutal sagen, wir wissen nichts. Wir wissen wirklich nichts. Das ist bekannt. Also es ist kein Geheimnis. Wenn man die Literatur liest, die Forschungsliteratur dazu liest, dann steht das da drin. Also wir haben keinen Clou, wie das funktionieren kann. Und das wissen andere auch. Und dann hat man überlegt, ja, wie könnte denn dann das Leben auf die Erde gekommen sein? Und die Bild-Zeitung hat also von einem Urrums da gesprochen. Der Urrums der Bild-Zeitung, das ist die Panspermie-Hypothese von Svante Arrhenius. Also die Idee, dass irgendwann mal vor 4 Milliarden Jahren oder ein bisschen weniger, dass da Himmelskörper auf die Erde gefallen sind, die lebende Zellen enthalten haben. Und so wurde die Erde beimpft aus dem Weltall mit Leben. Das ist die Panspermie-Hypothese von Svante Arrhenius. Vorvoriges Jahrhundert. Und lange Zeit war die Idee tot, aber die ist wieder auferstanden. Und zwar hat sich kein geringerer als Craig Venter dafür stark gemacht. Für die Biologen unter Ihnen ist das ein Begriff. Das ist also der Mann, der bei der Sequenzierung der menschlichen DNA eine große Rolle gespielt hat, ein Biotechnologe. Und Craig Venter sagte, ich glaube, dass das Leben auf der Erde aus einem panspermischen Ereignis erwuchs, der Besamung der Erde durch Mikroorganismen aus dem Weltall. Und warum glaubt er das? Weil ihm klar ist, dass auf unserer Erde Leben nicht entstehen wird, aus Nichtleben. Also muss irgendwo anders herkommen. Also ist es eine Besamung der Erde durch Mikroorganismen aus dem Weltall. Wie die dort entstanden sind, wissen wir natürlich auch nicht. Also es ist nur eine Verlagerung des Problems. Und dann geht er weiter und dann nimmt er Bezug auf Francis Crick, das ist der Entdecker der DNA, der Nobelpreis bekommt für die Entdeckung der DNA. Und Francis Crick sagte, er vermutete, dass die ursprünglichen Mikroorganismen mit einem Raumschiff von einer außerirdischen Zivilisation hier ankamen. Und da denke ich, es ist ja schon irgendwie spannend, was Leute für möglich halten. Also Erich von Däniken, kennt ihr Jungen, kennt den Erich von Däniken nicht mehr, aber ich habe den damals als Jugendlicher mit glühenden Ohren gelesen. Ich war ja früher Atheist gewesen und für mich musste das Problem ja auch irgendwie gelöst werden. Und da habe ich mir gedacht, naja, also warum vielleicht sowas nicht? Wenn Sie wüssten, wie groß die unerklärten Fragen im Bereich der Evolutionsbiologie sind. Und ich bin der Überzeugung, dass das Leben eine evolutionäre Geschichte hat. Aber wie groß die Fragen sind, das ist wirklich ganz erstaunlich. Viele ungelöste Probleme. Jetzt ist es die Frage, was sagt ein ungelöstes Problem eigentlich aus? Was schließen wir daraus? Dass wir so vieles nicht wissen. Jetzt könnten wir sagen, also jetzt hat er uns den Bakterienmotor gezeigt und die ATP-Synthase und ja, Leben wissen wir nicht, wie es entstehen könnte durch natürliche Prozesse. Was ist daraus die Schlussfolgerung? Ja, das war Gott. Oder? Würden Sie das schlussfolgern daraus? Würden Sie sagen, das verstehen wir alles nicht, also war es Gott? Ja? Ja. Gut. Andere Meinungen dazu? Nein. Nein? Ja, da kann man drüber streiten. Ja, war das, können wir Gott irgendwie beweisen, dadurch, dass wir viele Dinge nicht wissen?
Bitte? Wir müssen noch ein paar 100 Jahre warten, dann wissen wir wieder mehr. Dann wissen wir wieder mehr, genau. Das ist nämlich ein ganz entscheidender Einwand, den Sie gerade bringen. Also ich persönlich bin der Überzeugung, dass die ungelösten Probleme der Evolutionsbiologie und allgemein der Naturwissenschaft nicht taugen als Gottesbeweise. Ich war da früher anderer Meinung. Ist schon länger her, aber früher habe ich gedacht, irgendwie kann man Gott dingfest machen. Und wir reden ja über eine wissenschaftliche Argumentation. Wir reden darüber, dass wir bestimmte Dinge als Wissenschaftler nicht wissen. Aber daran kann man Gott nicht festmachen. Übrigens glaube ich auch, dass Gott die Erklärung ist. Aber nicht, weil man naturwissenschaftlich das nicht erklären kann. Gott wohnt nicht in den Erklärungslücken der Naturwissenschaft. Das ist ähnlich, dieses Bild habe ich gebracht, weil das eine visuelle Darstellung von einem der Götter unserer Vorfahren ist. Vielleicht wissen Sie, dass unsere Vorfahren an Donar, an solche Götter wie Donar geglaubt haben. Oder im nordischen Mythologie ist es der Thor. Und das ist dieser hammerschwingende Gott, der auf einem von Ziegenböcken gezogenen Wagen durch die Himmel fährt, und wenn der zornig ist, dann haut er mit seinem Hammer drauf und dann donnert's und blitzt es. Das haben unsere Vorfahren geglaubt. Das kann man irgendwie verstehen. Also wenn man mal in so einem Gewitter mittendrin ist, da kriegt man richtig Angst, und dann kann man irgendwie verstehen, wenn man gar nicht weiß, was das ist. Also war das ein Gott gewesen. Naja, und dann kommen die Atmosphärenphysiker und dann erklären die, wie dieser Donner entsteht, und dann erklären, wie der Blitz entsteht, und das wissen wir alles mehr oder weniger gut heute. Und was ist dann passiert mit dem Gott Donar? Er ist ausgestorben. Er ist ausgestorben. Also wir sollten vorsichtig sein, dass wir unseren Glauben nicht festmachen an dem, was man noch nicht weiß. Das kann richtig ins Auge gehen. Wissen Sie, ich bin doch nicht vom Atheismus zum Glauben gekommen, weil ich so viel nicht wusste. Ich glaube doch nicht an Gott, ich glaube doch nicht an Jesus Christus, weil ich so vieles nicht weiß. Ich glaube an Gott, weil ich etwas weiß. Wo liegt also dann das Problem bei diesem naturwissenschaftlichen Nichtwissen? Ist das was? Haben wir einfach nur noch zu wenig Daten? Müssen wir noch 100 Jahre warten und dann kriegen wir es alles raus? Ich glaube es persönlich nicht, aber ausschließen kann ich es auch nicht. Oder gibt es grundsätzliche Schwierigkeiten? Tatsächlich glaube ich, dass es grundsätzliche Schwierigkeiten gibt, Leben zu erklären, weil ich denke, dass wir Leben nicht auf physikalisch-chemische Naturgesetze reduzieren können. Der Mensch genauso wenig wie ein Bakterium, aber der Mensch noch viel weniger. Sie sind nicht einfach nur eine komplexe Ansammlung von biologischen Makromolekülen. Sie sind nicht eine biologische Maschine. Sie sind ein Mensch mit einem Bewusstsein und mit einem Geist und mit Hoffnungen und mit Verzweiflung und mit Sehnsüchten und mit Liebe und mit Hass. Das ist alles nichts, was man als Naturwissenschaftler fassen kann. Der Mensch und das Leben ist viel mehr als Naturgesetze. Es gibt in dieser Welt eine geistige Wirklichkeit, die die Naturwissenschaft gar nicht erfassen kann. Das Leben und seine Entstehung legen die Existenz einer geistlichen Dimension nahe. Und das kann man auch begründen. Links habe ich Pulver, Calciumcarbonat gezeigt. Also CaCO3, amorphes Aragonit, also der Kristall heißt Aragonit. Und in der Mitte ist ein Aragonitkristall, ein gewachsener Aragonitkristall. Das ist Calciumcarbonat plus Ordnung. Und diese Ordnung verstehen wir, kann man naturwissenschaftlich fixieren. Und rechts im Bild ist Calciumcarbonat plus Ordnung plus biologische Information. Biologische Information, die über eine materielle Dimension hinausgeht.
Das Leben ist mehr als Physik und Chemie. Es ist fundamental anders. Lassen Sie sich bloß nicht einreden, Sie seien nur eine biologische Maschine, die halt ein bisschen komplexer ist. Lassen Sie sich das bloß nicht einreden. Das ist falsch. Wir sind mehr. Leben ist, jetzt gehe ich schnell da durch, weil ich habe jetzt noch nicht mehr so viel Zeit. Leben ist synorganisiert, ist autonom, ist selbstorganisierend, hat einen Metabolismus, ist Leben eines Selbst. Was ist denn ein Selbst? Das ist ein philosophischer Begriff, kein naturwissenschaftlicher Begriff. Biologische Information, Leben hat einen Zweck und verfolgt Ziele. Das ist was ganz anderes als anorganische Materie. Leben ist zweckmäßig. Ich möchte Ihnen das bei einem Beispiel deutlich machen. Links ist ein Bild vom Ammersee. Der wunderbare Ammersee, wo wir halt so viel unterwegs sind. Und da weht jetzt ein Wind, ein Sturm über dem Ammersee und der erzeugt Wellen. Und es geht jetzt darum, dass makroskopische abiotische Prozesse durch Ursache-Wirkungsketten vollständig, plus minus vollständig beschreibbar sind. Eine Luftströmung über einer Wasserfläche verursacht einen Wellengang. Das beobachten wir. Das können wir mehr oder weniger gut auch beschreiben. Jetzt kommt einer und sagt, Wasser hat bestimmte Eigenschaften, damit eine Luftströmung Wellen erzeugt. Was würden Sie zu dem Satz sagen? Schüttel den Kopf, nee. Der Satz ist unsinnig. Ist unsinnig. Das Wasser hat nicht Eigenschaften, damit Wellen erzeugt werden, sondern es ist eine naturgesetzliche Logik, die dahinter steckt, aber kein Grund, kein Zweck, kein Ziel. Also kann man durchstreichen. Zweckmäßigkeit und Ziele kommen in der Natur, in der abiotisch nicht vor. Ganz anders ist bei Lebewesen, die nicht so beschreibbar sind. Ein Vogelflügel hat ein bestimmtes Profil, damit eine frontale Luftströmung Auftrieb erzeugt. Ja, der ist genauso konstruiert, damit genau dieses entsteht. Das hat ein Ziel, das hat einen Zweck. Lebewesen haben Ziele und Zwecke auf allen Ebenen des Lebens. Und deshalb, weil Zwecke nie vorkommen in der abiotischen Natur und weil sie kennzeichnend fürs Leben sind, deshalb kann Leben meiner Meinung nach nicht auf Physik und Chemie reduziert werden. Und wenn das so wäre, dass Leben nicht auf Materie reduziert werden kann, dann können ausschließlich materielle Evolutionstheorien die Evolution des Lebens grundsätzlich nicht vollständig erfassen. Das ist ein philosophisches Argument. Ich halte es für ein sehr starkes philosophisches Argument. Ich habe es auch gelernt. Ich bin ja kein Philosoph, ich habe es gelernt von Philosophen. Jetzt komme ich nochmal zum Thomas Nigel zurück. Geist und Kosmos hat ein Buch geschrieben, warum die materialistische neodarwinistische Konzeption der Natur so gut wie sicher falsch ist. 2016 ist, glaube ich, die letzte Auflage rausgekommen. Ich kann Ihnen sagen, dieses Buch war ein Knaller. Also die hat richtig Staub, das Buch hat richtig Staub aufgewirbelt, vor allem, weil Thomas Nagel ein bekennender Atheist ist. Der will mit Gott nichts zu tun haben. Und das sagt er sehr deutlich. Und jetzt kommt ein Atheist und sagt sowas. Und das hängt mit dieser biologischen Information, Zweckmäßigkeit zusammen, mit dem Staunen, über das komme ich noch zu sprechen. Also das sind alles keine materiellen, sondern geistige Kategorien. Biologische Information, zielgerichtete Strukturen, Bewusstsein entstehen nicht ohne geistigen Einfluss auf die Materie. Das sagt der Atheist. Geist, und das ist eine Schlussfolgerung, Geist muss neben Materie eine Grundgröße der Wirklichkeit sein. Aber, ich sage das nochmal, damit Sie das nicht missverstehen, Thomas Nagel sagt, aber nicht Gott. Geist ja, aber nicht Gott. Ich finde diese Entwicklung total spannend, denn warum sagt Thomas Nagel nicht Gott? Warum lehnt dieser Mann Gott ab? Das hat keine naturwissenschaftlichen Gründe, das haben wir jetzt schon gehört.
Diese Gründe, warum wir Gott ablehnen, die liegen in anderen Schichten unserer Persönlichkeit. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie, bestimmt Sie sind nicht alle Christen und vielleicht sagen Sie, mit Gott kann ich nichts anfangen, den lehne ich ab. Und da gibt es Gründe dafür. Ich glaube, diese Gründe liegen in unseren persönlichen Lebenswirklichkeiten und Erfahrungen. Aber Sie sehen auch an dem Beispiel, tatsächlich, wir können Gott nicht beweisen. Selbst wenn das Geistige real ist, was eigentlich selbstverständlich ist, weil wir denken ja alle, wir können Gott nicht beweisen. Es gibt keinen Weg, Gott zu beweisen. Sind Sie jetzt enttäuscht, wenn ich Ihnen das sage? Haben Sie erwartet, jetzt kommt der Scherer aus München und der legt einfach mal die Daten auf den Tisch und der zeigt, japp, Gott ist bewiesen. Nein, nein. Also für die Christen unter Ihnen, ich mache gleich weiter mit dem Vortrag, aber für die Christen unter Ihnen mache ich eine Klammer auf und eine Klammer zu. Der Hebräerbrief, also die anderen hören jetzt mal weg, also der Hebräerbrief, das ist vielleicht von Paulus geschrieben, das wissen wir nicht so genau. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der sagt, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welten durch Gottes Allmachtswort ins Dasein gekommen sind. Durch den Glauben, nicht durch die Wissenschaft. Wir können auch darüber reden, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir glauben können? Was passiert da? Das ist auch eine spannende Frage, auch wenn ich vielleicht eine Diskussion darüber erzähle. These 7, der Ursprung des Universums und Naturgesetze können durch Naturwissenschaft grundsätzlich nicht erklärt werden. Jetzt kommen wir wieder zu etwas ganz Fundamentalen. Wir können sagen, wie die Welt ist. Wir können ein bisschen was auch sagen, wie die Geschichte der Welt ist, die Geschichte des Lebens, die Geschichte des Kosmos, da können wir was dazu sagen. Aber woher die Naturgesetze kommen und warum es überhaupt was gibt, das wissen wir nicht. Und das möchte ich deutlich machen an einem Beispiel, was ich von astrophysikalischen Kollegen gelernt habe. Also wie kam überhaupt das Universum ins Dasein, der Urknall? Da kennen Sie ja alle, wie man sich das vorstellt, dass da das Universum alles zurückgeht auf einen einzigen Punkt, der minimal ist. Und der so winzig ist, dass man es eigentlich bloß noch berechnen kann und dass dieser Punkt ist irgendwie explodiert und dann ist das Universum daraus entstanden. Das ist die Theorie, die heute von den meisten Astrophysikern für richtig gehalten wird. Das war nicht immer so, als die Urknalltheorie ins Spiel gebracht wurde, dann wurde sie sehr stark von Materialisten angefeindet, weil Materialisten gesagt haben, das riecht doch irgendwie nach Schöpfung. Also alles, was einen Anfang hat, hat auch eine Ursache. Das wissen wir aus unserer Logik. Das Universum hat einen Anfang offensichtlich, also hat es eine Ursache. Aber was ist diese Ursache? Und wenn wir dann da zurückrechnen, dann kommen wir auf einen Erkenntnishorizont. Wir können nicht weiter zurückrechnen als 10 hoch minus 43 Sekunden. Das ist die Planck-Zeit. Und wir können nicht weiter zurückrechnen als auf eine minimale Größe des Universums. Das ist 10 hoch minus 35 Meter. Das ist so wenig. Dass man einfach sagen wird, also in der Alltagssprache muss man sagen, das ist nichts. Und daraus ist das Universum entstanden. Und jetzt bin ich mal ganz naiv und jetzt sage ich, was lese ich denn in meiner Bibel, von der ich glaube, dass das wirklich Gottes Wort ist? Was lese ich da in meiner Bibel? Da lese ich, dass Gott aus dem Nichts heraus die Welt geschaffen hat. Und deshalb bin ich eigentlich ganz glücklich mit dem Urknall, mit der Urknalltheorie. Gefällt mir als Christ eigentlich ganz gut. Sagen nicht alle so, aber ich sage das mal ganz naiv. Gut, also das Universum entstand sozusagen aus dem Nichts und mich hindert nichts daran, zu glauben, dass der letzte Urheber aller Dinge, wie uns die Physiker das vorrechnen, da muss es einen letzten Urheber irgendwo geben, dass das der Urknall, dass es Gott war. Ein zweites Beispiel, die Feinabstimmung der Naturkonstanten. Warum sind die Naturgesetze so, wie sie sind?
Warum funktionieren die so, wie die sind? Das hängt mit den Naturkonstanten zusammen. Und da gibt es eine Hypothese, die in den letzten Jahrzehnten entstanden ist, das anthropische Prinzip. Und da gibt es Leute, Physiker, die sagen, also der Kosmos sieht so aus, als ob er für den Menschen gemacht sei. Eigenartigerweise. Das müsst ihr nicht lesen, das sind einige der Naturkonstanten. Die Lichtgeschwindigkeit ist so eine Naturkonstante, also ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde, oder die elektrische Elementarladung oder die Ruhemasse des Protons und so weiter. Also gibt es verschiedene, und die kann man sehr genau messen. Sie sehen hier die Größen dieser Naturkonstanten. Also da ist zum Beispiel die Ruhemasse des Protons 1,6 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm, und die Physiker geben das auf x Stellen hinter dem Komma an. So genau kann man diese Naturkonstanten messen. Und jetzt hat man gefunden, wenn diese Naturkonstanten auch nur ein ganz, ganz kleines bisschen anders wären, wenn die nur ein ganz kleines bisschen abweichen würden, dann könnte das Universum überhaupt nicht bestehen. Dann gäbe es keine Materie und dann gäbe es überhaupt keinen Urknall, dann gäbe es keine Sterne. Und wenn andere Naturkonstanten ein ganz kleines bisschen abweichen, dann gäbe es kein Wasser. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Dann gibt es keine Wasserstoffbrückenbindungen und. Und das muss ultra genau ausbalanciert sein. Und die Physiker kennen aber keinen Grund, warum das so ist. Die könnten eigentlich theoretisch jede Größe annehmen, diese Naturkonstanten, aber da gibt es halt kein Universum. Und es gibt einen wiederum atheistischen Naturwissenschaftler, der hat das ausgerechnet, wie genau diese Feinabstimmung der Naturkonstanten eingestellt ist. Und er hat ein Beispiel gemacht, das war Paul Davies, und ich habe das Beispiel von Thomas Schimmel übernommen, beides Physiker, und die sagen, man kann das so sagen, da ist einer mit einer Flinte und der zielt auf eine 2-Cent-Münze. Also aus 100 Metern eine 2-Cent-Münze zu treffen, kriegt man hin. Und jetzt geht es darum, wie genau die Naturkonstanten eingestellt sind, nämlich die Genauigkeit, mit der man ein Ziel treffen kann. Also 100 Meter geht, 1000 Meter. Ich habe gehört, dass es im Krieg Scharfschützen gibt, die auf 3000 Meter einen Menschen im Kopfschuss verpassen können. Also irgendwie geht es auch noch, wenn man das richtige Werkzeug hat. Also wenn du jetzt hier sitzt und du willst die Münze in London treffen, 1000 Kilometer weit weg, ist schwierig, aber die Feineinstellung der Naturkonstanten ist so, dass es passt. Und wenn jetzt die Münze auf dem Mond ist, 380.000 Kilometer entfernt, der schießt und der trifft so fein, so genau ist es. Und wenn die Münze auf der Sonne wäre und dort existieren könnte, haben wir 150 Millionen Kilometer, dann trifft er auch. Jetzt stellen wir uns vor, dass es an den Rand des Sonnensystems ist. Die Münze ist am Rand des Sonnensystems, 6 Lichtstunden, 7000 Millionen Kilometer, und der Mann schießt und trifft. Und er trifft die Münze auch noch, wenn sie am Rand unserer Milchstraße wäre, mit 200.000 Lichtjahre entfernt. So genau sind die Naturkonstanten eingestellt, und es ist auch noch nicht genug. Stellen wir uns vor, die Münze wäre am Rande des sichtbaren Universums. Es ist einer auf der Erde und schießt mit einer Flinte, und der kann so genau schießen, dass er am Rand des Universums, dass er die Münze trifft, 10.000 Millionen Lichtjahre, so viel Kilometer. Wieso? Woher kommt diese Präzision der Natur, die scheinbar nur darauf ausgelegt ist, dass Menschen existieren können? Und die können nur existieren, wenn Sterne existieren können. Und das geht nur, wenn es einen Urknall gegeben hat. Wieso? Es gibt Naturwissenschaftler, die aufgrund dieser Entdeckung vom Atheismus zum christlichen Glauben gekommen sind. Bekannte Naturwissenschaftler, die sagen, es kann nicht sein. Ist es am Ende vernünftig, an Gott zu glauben? Könnte es sein, also Gott beweisen können wir nicht, aber könnte es vernünftig sein, an Gott zu glauben? Ich glaube ja. Von wegen unserer Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Glaube, ich sehe da keinen. Ich finde, man kann vernünftig an Gott glauben, aber man kann nicht vernünftig
Gott erleben. Das sind zwei Stiefel. Kommen wir noch kurz zurück zur Evolutionsbiologie. These 8, evolutionsbiologische Daten können im Rahmen eines atheistischen und eines theistischen, also eines Glaubens ohne Gott und des Glaubens mit Gott, gedeutet werden. Der Atheismus ist ein Glaube, für denen das noch nicht klar war. Der Atheismus ist wirklich ein Glaube, genauso wie das Christentum ein Glaube ist, der Atheismus ein Glaube. Und wir erkennen die Welt und wir deuten die Welt, je nachdem, aus welchen Lebensgeschichten wir kommen. Wir haben so unsere Brillen auf. Wissen Sie, wenn ich die Brille aufhabe, sehe ich was anderes, als wenn ich sie absetze. Und ich sehe sie jetzt ein bisschen, die vorne sehe ich jetzt noch gut, aber dann hier weiter hinten. Also ich sehe die Welt durch meine Brille anders als ohne meine Brille. Und der Witz ist, dass jeder von Ihnen eine Brille aufhat, durch die er die Welt anschaut. Aber unsere Brillen sind unterschiedlich. Und deshalb sehen wir die Welt unterschiedlich. Und weil unsere Brillen unterschiedlich sind, kann man die Welt unterschiedlich deuten. Wir können die Welt im Rahmen einer naturalistischen oder atheistischen Weltanschauung deuten. Es ist der Glaube, dass es keinen Gott gibt. Und durch diese Brille, durch diesen Glauben hindurch deute ich die Welt. Das kann man machen. Und dann kommt man zu einer Evolutionsanschauung, und das ist jetzt einfach ganz wertneutral. Das ist dann Evolution ohne Gott. Ich spreche jetzt nicht vom fundamentalistischen Evolutionismus, das ist eine Ideologie. Aber eine Evolutionsanschauung, eine Evolutionsbiologie, das ist eine Möglichkeit, die Welt zu deuten. Und dann kann man auch die Welt im Rahmen einer theistischen Anschauung deuten. Naturgesetze und biologische Information kommen von Gott, das ist ein Glaube, dass die von Gott kommen. Theistischer Glaube. Und dann kann ich Evolution auch so deuten, theistische Evolution oder Intelligent Design oder andere Spielarten. Ich spreche jetzt auch nicht vom fundamentalistischen Kreationismus, da gibt es auch ideologische Züge. Also es gibt unterschiedliche Weisen, die Welt zu deuten, es gibt unterschiedliche Weisen, Evolution zu verstehen. Wir können gerne in der Diskussion nachher noch drüber reden, was man da alles für Möglichkeiten hat. Und jetzt kann Sie fragen, ja, also was denn nun am Ende? Letzten Endes ist es die Frage des Bibelverständnisses, die Hermeneutik, wie verstehe ich die Schöpfungstexte und so weiter. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber Sie können mich gerne fragen, wenn Sie dazu was wissen wollen. Und ich komme jetzt zum letzten Teil meines Vortrages. Aber ich komme sogar unterhalb der Stunde hin, das ist gut. 60 Minuten habe ich bekommen, also das schaffe ich. These 9, das ist meine letzte These. Die genialen Eigenschaften der Lebewesen und ihre Schönheit führen zum Staunen über das Leben. Ich habe die These an den Schluss gesetzt. Also erstens, weil ich als Biologe so begeistert bin vom Leben. Und zum Zweiten, weil bei meiner persönlichen Geschichte, als ich vom Atheismus zum christlichen Glauben gekommen bin, bei dieser persönlichen Geschichte hat die Biologie eine Rolle gespielt. Da hat das Staunen über die Lebewesen eine Rolle gespielt. Man kann staunen über das Leben. Wissen Sie, wenn ich heute nochmal anfangen könnte, wie ich nochmal Student sein könnte. Ich beneide Sie übrigens, die Sie noch Studenten sein können. Es ist so was Tolles, wenn man studieren kann. Wie habe ich das vermisst, als ich nicht mehr studieren konnte? Also die Klausuren habe ich nicht vermisst, aber ansonsten das Studieren, das ist ja was Tolles. Also Biologie ist toll, ich würde wieder Biologie studieren, weil das Leben so unglaublich faszinierend ist. Und ich zeige Ihnen zum Schluss noch ein paar Beispiele. Ich bin großer Liebhaber von Vögeln. Ich bin zwar Mikrobiologe, aber ich liebe die Vögel. Und das ist eine Streifengans in Anser indicus. Das ist ein ganz verrückter Vogel, weil diese Gans kann unglaublich hoch fliegen. Auf den Vogelzügen, über die ich gleich noch ein bisschen was erzähle, da steigt die Streifengans auf über 10.000 Meter Höhe. Und geht dann in die Jetstreams, das kennen Sie alle, wenn Sie im Flieger gesessen sind und wenn Sie Langstrecken fliegen, da geht der Flieger in die Jetstreams und dann kann der sich mit den Jetstreams einen Antrieb geben lassen, also braucht dann weniger Benzin oder Kerosin, und das ist das Gleiche mit der Andengans auch. Also wenn Sie
wenn Sie mal über den Himalaya fliegen und wenn Sie dann da aus dem Fenster schauen und dann sehen Sie, dass ein Vogel neben Ihnen, dann wissen Sie ab heute, das ist Anser indicus. Anserine, Tribus Anserine, Familie der Anatidae. Das ist Anser indicus. Wie kann der da bei minus 50 Grad da oben fliegen? Wie kann der, da gibt es doch fast keinen Sauerstoff mehr da oben. Wie macht er das, der Vogel? Und das weiß man heute, wie dem seine Hämoglobine aufgebaut sind. Das ist wirklich toll. Oder ein zweites Beispiel, die Pfuhlschnepfe. Die meisten haben den noch nie gesehen, den Vogel, weil der bei uns sehr selten vorkommt, nur in Naturschutzgebieten. Aber die Pfuhlschnepfe ist was Besonderes, Limnosa laponica. Diese Pfuhlschnepfe hält nämlich den Langstreckenflugrekord unter den Vögeln. Dieser Vogel kann, wenn er in seine Überwinterungsgebiete zieht, bei uns also im Herbst zieht er los, dann kann dieser Vogel 11.600 Kilometer nonstop fliegen. Man braucht dafür 9 Tage. Und ich sage Ihnen, das ist ein absolutes Weight-Loss-Programm. Der ist nachher nur noch ein Drittel vom Gewicht als vorher. Aber man fragt sich, wie sowas möglich ist. Also wie kann dieser Vogel so weit fliegen? Oder ein anderes Beispiel, was mich so fasziniert, ist der europäische Alpensegler. Der fliegt auch in sein Winterquartier dann von den Alpen südwärts und der fliegt nicht so weit, der macht einen Nonstop von 6000 Kilometer und ist dann unten irgendwo im Kongo. Und der Witz bei dem Vogel ist, wenn der da unten ist, dann hört er nicht etwa auf zu fliegen. Dann fliegt der weiter. Dieser Vogel fliegt nonstop 4 Monate lang. Der fliegt einfach 4 Monate lang. Landet nie. Wie kann er das machen? Das ist ein Insektenfresser und während des Fluges sammelt er da Insekten auf und ernährt sich, also hat er die Energie. Aber die Preisfrage für die Biologen war, jedes Lebewesen muss schlafen. Wie macht der Vogel das? Und man hat das untersucht und herausgefunden, der Vogel macht es folgendermaßen. Wir alle und die Vögel auch haben ja 2 Gehirnhälften. Und der schickt eine Gehirnhälfte ins Schlafen und mit der anderen Gehirnhälfte steuert er den Flug und frisst. Und wenn die eine Gehirnhälfte müde ist, dann schaltet er um. Und dann fliegt er mit der anderen Gehirnhälfte. Und das ist doch absolut genial. Also stellen Sie sich mal vor, als Studis, Sie könnten eine Nacht durchzocken mit einer Gehirnhälfte und da gehen Sie am anderen Morgen in die Vorlesung und die hören Sie mit der zweiten Gehirnhälfte, während die eine schläft. Also manchmal habe ich den Eindruck gehabt, dass die Studis das auch so machen. In 8 Uhr Vorlesungen. Ja, also verrückt. Und ein letztes Beispiel zeige ich Ihnen, das ist die Rauchschwalbe, Hirundo rustica. Und die Frage ist noch, wie orientieren sich denn diese Tiere? Wie finden die ihren Weg? Die fliegt 6000 Kilometer im Kongo runter und die muss ja irgendwie wissen, wohin. Alle Zugvögel müssen das wissen. Die haben Navigationssysteme. Und Navigationssystem bedeutet zunächst mal, der Vogel braucht eine ultrapräzise innere Uhr. Ohne Zeit kann man nicht navigieren. Also er braucht eine präzise innere Uhr und dann kann er sich nach der Sonne orientieren, nach dem Stand der Sonne. Problem ist, also wie unsere Navigatoren auch, wenn du die Sonne hast, wenn du die Uhr hast, die Tageszeit und so weiter. Das Problem ist, die Sonne ist ja manchmal weg, wenn es Wolken gibt. Und wenn es Wolken gibt und es Nacht, wenn es Nacht ist, zuerst die Sonne weg, dann hat er einen Sternenkompass. Also der Vogel kennt die Sternbilder und kennt die den Jahreszeiten entsprechend und navigiert dann nach den Sternbildern. Und wenn es in der Nacht Wolken hat, dann wird es schwierig, aber dann schaltet der Vogel seinen Magnetkompass ein und orientiert sich nach dem Magnetfeld der Erde. Und wenn er dann seiner Heimat wieder nahe kommt, dann hat er gespeicherte, präzise topografische Karten und findet den Bauernhof, auf dem er geschlüpft ist, in der Regel sogar das Nest, in dem er geschlüpft ist und hat seine eigenen Jungen dann dort. Und dann frage ich mich, wer hat es dem Tier beigebracht, so ein kleines Vögelchen? Wer
hat es dem Tier beigebracht, was wir in unseren Träumen uns nicht vorstellen können. Und dann staune ich. Und dann komme ich noch ganz zum Schluss wieder in die Mikrobiologie zurück, weil es nämlich nicht nur Vögel gibt, die sich nach dem Magnetfeld orientieren können, sondern es gibt auch Bakterien, Magnetobakterien, das brauche ich gleich. Das Video, das zeige ich Ihnen dann zum Abschluss. Das ist so ein magnetotaktisches Bakterium und im Elektronenmikroskop sieht man, dass dieses Bakterium hier so weiße Punkte hat. Das sind Magnetit-Kristalle, magnetische Kristalle, Eisen 3O4, also Magnetit, sind magnetisch und das ist in der Länge angeordnet, der Zelle, und wenn der sich im Magnetfeld bewegt, dann gibt es Kräfte, die auf diese Magnetitpartikel wirken und dann weiß das Bakterium, wie die Magnetfeldlinien laufen. Und über dieses Wissen wird der jetzt schon bekannte Außenbordmotor angesteuert und dann können die Bakterien dahin, wo sie hin wollen. Und das kann man untersuchen, das hat mir Kaiserslautern untersucht und jetzt versuchen wir einen Film abzuspielen, wo Doktoranden von der Universität das untersucht haben und einen Film daraus gemacht haben. Jetzt gucken wir mal, ob das klappt. Das abgespielte Video wurde aus rechtlichen Gründen entfernt. Der Link ist in der Videobeschreibung zu finden. Dass Wissenschaft Spaß macht. Spaß, dass Forschung richtig toll ist. Und Sie können noch studieren. Vielleicht werden einige von Ihnen in die Forschung gehen. Das ist fantastisch. Es ist also so toll, was man da machen kann und wie spannend es ist. Und für mich als Biologen, wie sehr ich ins Staunen komme über den Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Ins Staunen. Ich komme einfach nur ins Staunen. Und das Staunen über die Schöpfung, das jeder von uns kennt. Da müssen Sie nicht studieren, da müssen Sie nicht einmal lesen und schreiben können. Jeder kennt dieses Staunen über die Schöpfung. Ganz verschiedene Aspekte. Dieses Staunen über die Schöpfung, das kann ein erster Schritt der Gotteserkenntnis sein. So für die Christen unter uns, das ist das, was der Apostel Paulus im 1. Kapitel des Römerbriefes schreibt. Dass wir Gott erkennen können in seinen Werken. Und das ist nicht in erster Linie das wissenschaftliche Erkennen. Das ist ein Erkennen des Herzens. Es ist ein Staunen, dass es überhaupt was gibt. Es ist ein Staunen, wie genial die Welt ist. Es ist ein Staunen, dass ich bin, dass es mich gibt. Und es ist eine Dankbarkeit, dass ich sein darf. Das Staunen über die Schöpfung kann ein erster Schritt der Gotteserkenntnis sein. Bei mir war das ein erster Schritt der Gotteserkenntnis, damals als Biologiestudent. Aber das war noch nicht alles, das hat nicht gereicht, sondern das Staunen, das hat mich weitergeführt. Auf anderen Wegen, dass ich den Gott erkannt habe, der sich in der Bibel offenbart. Ich nenne das gerne so, die Natur spricht eine zweite Sprache. Die spricht nicht nur die Sprache, die wir als Naturwissenschaftler erforschen können. Die Natur spricht eine zweite Sprache. Es ist die Sprache, die zu unserem Herzen spricht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie hören können auf diese Sprache, die zu unserem Herzen spricht und nicht stehen bleiben bei diesem ersten Schritt, sondern den Schritt weitergehen und den kennenlernen, der diese Dinge alle ins Dasein gerufen hat. Ich bin der Überzeugung, es ist der Gott, den uns die Bibel verkündigt. Vielen Dank fürs Zuhören.